Hallo zusammen, ich befinde mich auf dem Zukunftsforum in Bonn und einen der Moderatoren habe ich jetzt zu Gast, nämlich Thomas Franke. Hallo. Thomas Franke ist auch Buchautor und hat mit Gesine Dornblüt ein sehr, sehr wichtiges Buch über Georgien geschrieben. Deswegen gleich meine erste Frage an dich, Thomas. Ist Georgien verloren? Natürlich ist Georgien nicht verloren, aber Georgien ist massiv unter Druck. Und in Georgien können wir sehen, was passiert, wenn wenn eine russisch orientierte Regierung, oder die Georgier sagen sogar eine russische Regierung, zu viel Einfluss bekommt, nämlich dass das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren geht, in die Institutionen verloren geht, Gerichte, Staatsanwaltschaft, das Vertrauen war in Georgien nie hoch, in die Polizei. Die Polizei war zwischendurch mal nach der demokratischen Wende 2003, 2004 durchaus eine Polizei, die für die Bürger da war, aber mittlerweile haben wir es hier mit einer komplett von russisch-mafiosen Strukturen durchzogenen Politik und Gesellschaft Gewalt zu tun, wie eben Polizei, Justiz etc. Es hört sich aber total übel an. Also das hört sich ja doch. Es ist super übel. Es ist eigentlich genau, es ist in Putins Sinne. Also er hat jetzt die georgische Regierung umgedreht und hat die mafiösen Strukturen. Das ist so nicht nachweisbar, ob es da direkt einen russischen Einfluss gibt. Aber die Strukturen, die wir sehen und die Art und Weise, wie Gesetze erlassen werden, also seit 2 Jahren werden dort Gesetze erlassen, die teilweise 1:1 den russischen entsprechen, die in Russland die nicht funktionierende Demokratie komplett getötet haben, die Zivilgesellschaft zurückgedrängt haben, eben indem sie die Zusammenarbeit mit ausländischen Gebern kriminalisieren, dieses sogenannte NGO-Agentengesetz. Das gibt es jetzt auch in Georgien. Gleichzeitig ein Gesetz über die traditionellen Familienverhältnisse. Also was ja immer die Vater-Mutter-Kind-Familie ist. Ich sage jetzt bewusst Vater-Mutter, nicht Mutter-Vater, weil Vater natürlich vorne stehen muss. Und auch das ist natürlich etwas, um Minderheiten zu kriminalisieren, um Bevölkerung aufzuhetzen. Dann erzählt diese Regierung seit Jahren, ja, wir werden Georgien in die EU führen. Das muss sie erzählen. Das steht in der Verfassung, dass sie das als Ziel zu verfolgen haben. Gleichzeitig sind 80% der Bevölkerung für eine Integration des Landes in EU und NATO. Und jetzt kommen die an, haben den Beitrittsprozess ausgesetzt, den sie auch nur so mit Ach und Krach gekriegt haben, und sagen, wir werden 2028 oder 2030 Georgien mustergültig in die EU führen, was ungefähr so absurd ist, als würde ich sagen, naja, und jetzt habe ich dafür gesorgt, dass morgen früh die Sonne nicht um 8:30 aufgeht, sondern erst um 10:30. Das ist totaler Schwachsinn. Und als Krönung des Ganzen verbreiten sie, dass Georgien ja uraltes Europa ist, was nebenbei stimmt. Es geht weit zurück in die Antike. Und dementsprechend die EU sich den Georgiern angleichen wird, was bei 143 Millionen, glaube ich, EU-Bürgern und 3,5 Millionen Georgiern ein bisschen überzogen ist, würde ich mal sagen. Ja? Also das ist das, was wir hier sehen können. Aber hinter dieser ganzen Entwicklung steckt doch Russland, oder nicht? Das können wir so 1:1 nicht nachweisen. Aber, muss man immer alles 1:1 ja, das ist genau der Punkt. Nein, das muss man nämlich nicht. Wir können nämlich ein Muster sehen. Also, wir haben das mal genannt in einem vorherigen Buch, das heißt Putins Gift, das ist vor einem Jahr erschienen. Da gibt es ein Kapitel, das heißt, wer Demokratie sät, wird Krieg ernten. Und wir können das beobachten. Wir haben 2003, 2004 einen demokratischen Umbruch in Georgien gehabt, die Rosenrevolution. 2008 Krieg. Wir haben 2004 den ersten Versuch eines demokratischen Umbruchs in der Ukraine gehabt. Pora hieß die Bewegung. 2000 dann kam nach schwierigen Wahlen erneut eine prorussische Regierung an die Macht. 2014 hat der damalige Präsident Janukowitsch das Ganze mit der EU gegen die Wand gefahren, worauf erneut Menschen auf die Straße gegangen sind für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, gegen Korruption, für Unabhängigkeit und vor allen Dingen für Sicherheit von diesen ja Korruption und Unsicherheit fördernden Netzwerken in Russland. Und siehe da, im Februar ging der Krieg los, Angriff auf die Krim. Denn auch das ist ja sehr wichtig meiner Ansicht nach. Der Krieg gegen die Ukraine hat ja nicht mit dem Großeinmarsch im Februar 22 begonnen. Der Krieg gegen die Ukraine läuft seit 11,5 Jahren. Absolut. So, und wer sagt, der läuft seit 3,5 Jahren, der unterschlägt zwischen 15.000 und 18.000 Tote. Ich weiß nicht, wie viele Vertriebene, Entrechtete, Gefolterte. Ja? Und also man muss da sehr aufpassen, sehr genau hingucken, weil wer behauptet, der Krieg würde nur 3,5 Jahre dauern, der bedient ein russisches Propagandanarrativ.
Nun machen das leider sehr viele meiner Kollegen und Journalisten machen das leider. Und wir kriegen das nicht weg, wir wissen nicht so richtig warum, aber denken Sie dran, 11,5, nicht 3,5 Jahre. Ja, ganz, ganz wichtig, ja, wenn Sie... Ich habe übrigens dieses Argument 11,5 Jahre, nicht 3,5 Jahre, auch von Russen gehört, die dann tatsächlich behauptet haben, 2014 hat im Donbass die ukrainische Nazi-Armee Völkermord begangen im Donbass. Und deswegen ist dieser Krieg, die nehmen das Argument und drehen das einfach um. Ja, das machen Sie gern, ne? Ja, absolut. Argumente umdrehen sind die super drin. Und irgendwas wird schon hängen bleiben, ne, an der Stelle. Aber das ist falsch. Ja, und das muss man einfach immer wieder sagen. Nebenbei, wir haben das auch mal gegenrecherchiert. Das ist falsch. Also in der Ukraine sind weniger Nazis im Parlament. Über Deutschland müssen wir gar nicht mehr reden an der Stelle fast, ja. Aber nein, es ist definitiv, wir haben es hier auch was diese Banderovci angeht und dieser nationale Block. Wir haben mit denen mal länger gesprochen. Die hatten sich zur Aufgabe gemacht, Homosexuelle auf dem Maidan zu schützen während der Demonstrationen. Also das sind keine Nazis, die da Homosexuelle schützen. Nein, ich weiß. Sorry. Ich weiß also über den Maidan-Aufstand und wie friedvoll sich die Ukrainer... Ich würde das auch nicht Aufstand nennen. Ich würde das demokratischer Umbruch. Es war eine Demokratie. Revolution der Würde. Ja, aber ich würde, weil Aufstand da sind wir schnell im russischen Narrativ. Ja, gut. Ja, da muss man wirklich aufpassen. Ja. Also es geht wirklich um Worte auch teilweise. Es geht absolut um Worte. Ja. Nochmal zurück zu 2008, NATO-Gipfel Bukarest. Deutschland unter der Führung von Angela Merkel hat doch höchstpersönlich dafür gesorgt, dass die Ukraine und Georgien nicht in die NATO kommen. Ja, gemeinsam mit Nicolas Sarkozy. Richtig. Französischer Präsident. Nee, ganz genau. Er ist mit Schuld. Ja, Angela Merkel und Sarkozy haben Schuld an dem Krieg, den wir gerade sehen, und an der Krieg 2008 in Georgien und an der Situation, in der sich Georgien heute befindet. Wäre es nicht mal Zeit bei Angela Merkel, dass sie diesen Fehler mal zugibt? Sie sieht das ja nicht als Fehler offen. Ja, ich finde auch, sie sollte da mal drüber reden, ja. Tut sie nicht. Genau. Also Deutschland hat so viele Fehler begangen eigentlich in dieser ganzen Maschinerie, und es geht ja weiter mit Fehlern jetzt. Ja. Wir hören ja nicht auf, Fehler zu machen, sondern... Nein, es ist uns nicht bewusst, dass wenn Georgien wirklich unter russische Kontrolle gerät, Putin den Erfolg hat, den er in der Ukraine nicht erringen kann. Also Putin ist unter Druck. Die Sanktionen greifen mittlerweile richtig. Es gibt Benzinknappheit. Ja, es gibt mittlerweile, hat die Ukraine Waffen, die weit im Hinterland Russlands strategische Ziele angreifen können. Es gibt Leute, die wahrscheinlich Putin beerben wollen, die nur darauf warten, dass das schief geht. Also Putin ist massiv unter Druck, Putin muss Erfolge liefern. Und Georgien wäre für ihn ein Erfolg, den er ohne Militär einkassieren kann. Die Situation ist seit den 90ern so, dass Russland bereits 20% des völkerrechtlich georgischen Territoriums unter Kontrolle hat, mit Abchasien und Südossetien. In Abchasien ist eine Separationsbewegung, die eine Begründung hat. In Südossetien gibt es das gar nicht. Das ist voller russischer Militärs. Die Leute sind so an den Rand gedrängt worden und so am Arsch dort, dass sie irgendwann russische Pässe genommen haben, um überhaupt reisen zu können, weiter leben zu können, dass sie im Ausland studieren können, weil in Abchasien studieren macht keinen Sinn. Und jetzt ist es so, dass dass Russland die Unabhängigkeit nicht gefördert hat natürlich, russische Pässe ausgegeben hat und mehr oder weniger Abchasien gerade aufkauft. Das heißt, die Abchasen, die eigentlich durchaus begründet Probleme mit den Georgiern haben, sind jetzt komplett ausgeliefert. Also das Ding ist einkassiert auf Kosten auch der abchasischen Bevölkerung. Gerecht ist hier überhaupt nichts, natürlich, ja. Und das ist die Situation, die wir haben. Also ich gebe zu, dass ich... Und deshalb ist es so gefährlich, weil das wäre Putins Erfolg. Die Russen halten Georgien für ihr Hinterland. Georgien war 200 Jahre vom Zarenreich, dann von der Sowjetunion besetzt und ist erst seit 1991 oder 92, ich vergesse das immer, aber seit dem Ende der Sowjetunion komplett unabhängig. Seitdem arbeitet Georgien an einer eigenen Identität, die natürlich auch aus der Freiheit von der Besatzung nach 200 Jahren resultiert. Und jetzt Dienstag vor einer Woche
ungefähr hat das georgische Parlament beschlossen, halten Sie sich fest, dass Georgien am Krieg 2008 schuld ist und dass die Rosenrevolution, der demokratische Umbruch in die Freiheit hinein, ein Putsch angezettelt von fremden Mächten waren. Also genau 1:1 das Propagandanarrativ des Kremls wiederholt hat. Und das ist diese Parlamentsentscheidung, es war keine, es ist nicht abgestimmt worden im Parlament, nur in einem Ausschuss, ist einfach eine Selbstkasteiung der Identität. Es ist ein wirklicher Skandal. Also ich gebe auch zu, dass dieses georgische Problem eigentlich unter dem Radar ein bisschen verschwimmt, Total. weil wir die ganze Zeit über die Ukraine reden, auch zu Recht, denn in der Ukraine ist ein massiver Krieg. Ja, wir haben Gaza, wir haben Palästina-Krieg, wir haben Trump, der jeden Tag irgendwelchen Irrsinn liefert. Wir haben so viele Kriege, die zurzeit keinen Platz mehr bei uns auf der Agenda finden. Und das ist fatal, weil dadurch können diese, ich will sie ja gar nicht Diktatoren nennen, das sind so Mafia-Autokraten, einfach ihre Netzwerke spinnen, die Rechtsstaaten unterlaufen, Recht und Gesetz außer Kraft setzen, Leute unter Druck setzen, kujonieren. Ich würde gerne kurz erzählen, in Georgien sitzen 8 der führenden Oppositionspolitiker im Knast mittlerweile. Ja? Es gibt eine eskalierende Polizeigewalt auf der Straße. Ich dokumentiere gerade den einen oder anderen Fall. Die Leute, das kann man sich übrigens auch, wenn man starke Nerven hat, bei YouTube angucken. Leute liegen auf dem Boden, Polizisten in Kampfmontur gehen hin und treten mit voller Kraft gegen den Kopf. Springen auf dem Rücken von Journalisten rum, die am Boden liegen. Es ist ein Wunder, dass sie noch keinen umgebracht haben. Das sind Mordversuche. Und um klarzumachen, wie absurd die Situation ist. Es gibt die Journalistin Zia Amachlobeli, eine der wichtigsten unabhängigen Stimmen Georgiens. Die ist bei einer Festnahme von einem hohen Polizeibeamten provoziert worden und hat ihm so eine Ohrfeige gegeben, bei der die Wange hinterher nicht mal rot war, und sitzt für 4 Jahre im Gefängnis. Nebenbei, die Kollegin ist mittlerweile halbwegs erblindet durch die Gefängnissituation. Das eine Auge ist weg, das andere hat noch 10%. So, und jetzt haben wir die Verhältnismäßigkeit. Zia Amachlobeli hat 4 Jahre bekommen. Diese Mordversuche der Polizisten, der Schlägertruppen oder wer immer das da ist, wird nicht mal verfolgt. Also das ist nämlich eigentlich eine Diktatur, die jetzt schon ziemlich ausgeprägt ist. Und jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ob es schon eine Diktatur ist. Ich bin Oder vorsichtig. Nee. Ich weiß auch gar nicht, ob die irgendwann eine Diktatur wird. Ich sehe die ganzen wirklich als mafiose Gebilde. Wenn die Leute mit Gewalt niederknüppeln, dann, wenn die das tun, dann hat das auf jeden Fall schon diktatorische Tendenzen. Ja, also es hat auf jeden Fall massiv autoritäre Tendenzen. Ja. Und das ist, wir sehen ja in Russland, dass inzwischen Josef Stalin, der Diktator, der Kollege von Adolf Hitler damals, dass das inzwischen wieder ein großer Held ist und dass für den Denkmäler aufgestellt werden. Ein riesiges Denkmal gerade in der Moskauer Metro eröffnet. Josef Stalin, der so viele Millionen Menschen auch auf dem Gewissen hat. Und deswegen kämpfen ja die Ukrainer so krass dagegen. Warum haben das die Georgier nicht geschafft, überhaupt die Ukrainer, das abzuwehren? Das ist eine ganz spannende Frage. Warum haben die Georgier das nicht? Also erstmal ist das Land anders. Es ist viel kleiner. Es hat 3,5 Millionen Einwohner, 1 Million sind im Ausland. Zurzeit gehen übrigens sehr viele einfach auch weg, ohne dass es großartig sichtbar wird. Sie sind nicht so militärisch angegriffen worden bisher wie die Ukraine von Russland. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Die Ukraine hatte vor 2014, vor dem Kriegsbeginn, keine Identität. Georgien hat eine sehr stark ausgeprägte Identität, die auf der Freiheit aufbaut. Freiheit ist ein zentraler Begriff der Georgier. Tavissupleva war das erste Wort, was mir die Georgier beigebracht haben, vor Bitte, Danke, Guten Tag, auf Wiedersehen. Insofern, das hat einen wahnsinnigen Stellenwert, Tavissupleva, für die Georgier. Umso tragischer ist das Ganze. Man kann das mittlerweile noch schwer erklären, aber es kommen Sachen raus. Und wenn man auf dieser Mafia-Schiene bleibt, dann ergeben sich viele Dinge von allein. Dann kann man auch
im Handeln von Putin eine Rationalität erkennen, wenn es darum geht, nicht konstruktiv etwas auch für die eigene Bevölkerung zu tun oder wie einst die Sowjetunion mit so einem Beglückungsanspruch in die Welt zu gehen, dass es allen besser geht, was ja auch eine Lüge war, sondern hier geht es schlicht und einfach um Macht, Korruption, Kriminalität und dementsprechend Aushebelung von Recht, Gerechtigkeit und Vertrauen in Institutionen. Und das ist etwas, was wir ja auch in Westeuropa ganz massiv sehen, dass Leute versuchen, uns durch wie auch immer geartete Aufgeregtheit, Ärgernisse über kleine Baustellen an der Ecke, unser gesamtes staatliches System madig zu machen. Aber wir leben in Deutschland in einem der am besten funktionierenden Staaten der Welt. Besser wird es nicht bei allen Problemen. Es kommt trinkbares Wasser aus der Leitung. Ja. Ich habe Zugang zur Gesundheitsversorgung. Ich habe meine Ausbildung inklusive Universität. Klar, ich habe nebenbei arbeiten müssen, aber ich musste nicht dafür bezahlen. Ja, ich musste meinen Lebensunterhalt finanzieren, aber nicht dafür bezahlen. Und dafür bin ich der Bundesrepublik wahnsinnig dankbar. Und ich möchte nicht, dass wir in eine Situation geraten, wie wir sie zurzeit in Georgien beobachten, wo genau diese Entwicklung rückgängig gemacht wird. Und auch in Deutschland kann man das rückgängig machen. Das ist nicht in Stein gemeißelt, was wir hier haben. Und auch in Amerika kann man es rückgängig machen. Das sehen wir. In Amerika sagen die Checks and Balances unter Trump. So, unsere Checks and Balances, also die Kontrolle der Institutionen gegeneinander, haben den Stresstest ja noch gar nicht hinter sich. Also wir sind ja noch gar nicht drin. Wir sind ja noch davor und wir müssen dringend aufpassen, dass wir da nicht hinkommen. Aber wir haben auch unsere Vergangenheit unter Adolf Hitler. Also wissen wir, dass wir als Deutsche doch auch absolut eine Diktatur wählen. Da muss man ja gar nicht bis zu Hitler, 89 DDR, ne? Ist sie zusammen. Richtig, absolut. Also wir hatten ja... Haben wir denn alles vergessen? Das frage ich mich auch. Haben wir im Geschichtsunterricht geschlafen? Das frage ich mich nämlich. Ja, oder haben wir heutzutage einen guten Geschichtsunterricht? Also wenn ich zum Beispiel durch Berlin laufe, sehe ich überall irgendwie immer Typen, die Hammer und Sichel an die Wand gesprüht haben. Ja, aber Hammer und Sichel, ich möchte keine Vergleiche zu irgendwelchen Nazi-Symbolen ziehen, aber Hammer und Sichel, Sowjetunion, Stalinismus stehen für zig Millionen Tote. Und da ist der Zweite Weltkrieg noch gar nicht mit drin. Und die übelsten Unterdrückungs- und Foltermethoden. Ich war jetzt gerade im Urlaub in den baltischen Ländern, in allen dreien. Da wissen die das ja ganz genau. Genau, und ich war in Vilnius, ja. Im Stasi, also im NSDAP, Quatsch, ja genau, im KGB, NSDAP, NKWD-Gebäude, wo sie die ganzen Leute, warst du? Ich war auch drin. Sind wir jetzt per Du oder per Sie? Ist mir egal. Ich glaube, online ist man immer schnell per Du. Genau. Sie, also, und ich hab bei, also ich bin Christoph. Ich habe von Alexander Solzhenitsyn Archipel Gulag gelesen, weil das mein Vater immer gelesen hat. Und da werden solche Folterzellen beschrieben, dass da die Gefangenen auf einem 30 cm Durchmesser Plateau auf dieser Höhe stehen müssen und der Rest des Raumes ist nur 10 cm hoch mit kaltem Eiswasser befüllt. Und da müssen die Gefangenen 24 Stunden, bis sie da runterfallen, ins Wasser hinein stehen. Das war die schlimmste Foltermethode, die sie da, eine der fiesesten Foltermethoden. Und das habe ich gesehen. So, das hat mich unglaublich beeindruckt da. Und so ein System, das kann keiner mehr wollen. Und jetzt scheinen sie das alles vergessen zu haben. Das geht man nicht hinbekommen. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe nicht die Verherrlichung der DDR. Natürlich konnte man in der DDR ganz normal leben. Das ist überhaupt keine Frage. Ich verstehe das nicht, diese Nostalgie. Es geht ja nicht allein darum, es geht darum, dass die Leute nicht ihre Meinung sagen konnten, dass man in der DDR kein Recht bekommen konnte, dass das auch ein korrupter Staat war durch die Versorgungsengpässe. All sowas. Und die Leute haben offensichtlich ein sehr, sehr kurzes Gedächtnis. Ja. Und das erstaunt mich immer wieder. Aber ich glaube, das hat auch mit unserem Schulsystem zu tun. Also so vor ungefähr 10 Jahren hatte ein sehr enger Freund von mir plötzlich eine, glaube ich, 23-jährige Freundin. Die haben sich sehr geliebt, das war alles toll und das war eine tolle Frau, die war klug. Und dann waren wir irgendwie abends aus und da waren ein paar Kumpels von der dabei oder Freundinnen und die kamen alle von einem Potsdamer Gymnasium. Und die wussten nicht, dass man während der Teilung, während der DDR-Zeit nicht mit der S-Bahn von Potsdam einfach quer durch Berlin fahren konnte zum Kudamm. Wie geht das denn? Gymnasium in Potsdam, bitte. Ja?
Und da reden wir jetzt noch nicht über Detailkenntnisse vom Hitler-Stalin-Pakt und wie Europa aufgeteilt wurde und der Zweite Weltkrieg zwischen der Sowjetunion und Deutschland zu gleichen Teilen meiner Ansicht nach schuldig inszeniert wurde, ja? Also, ein Problem, ein ganz großes Problem neben der Unkenntnis ist natürlich auch die massive Flut an Lügen, die jeden Tag über uns hereinbricht und diese wirkliche komplette orwellsche Geschichtsverdrehung. Ja. Also dass da die Leute professionell da sitzen und Geschichtsbücher umschreiben. Ja. Also das hat George Orwell in seiner Dystopie ja hervorragend schon alles vorausgesehen. Steve Bannon, der ehemalige Chef von Trump, hat ja gesagt, flood the zone with shit. Yes. Und dann kommt mir doch dieses Bild von diesem Erdrutsch da, der in den Alpen dieses ganze Dorf Blatten einfach platt gewalzt hat. Das sieht ja eigentlich auch so ein bisschen aus wie Shit, so ein bisschen braun. Also das machen die mit hoher Professionalität. Und Thomas, wie kommen wir gegen diese Flut von Lügen und von Shit und von Propaganda und Desinformation an heutzutage noch? Wie kommt man dagegen an? Da gibt es Mittel und Wege. Gut. Erstens, genau hinschauen. Ja? Gesunder Menschenverstand, ist das wahrscheinlich oder nicht? Also Ungeheuer in Loch Ness? Unwahrscheinlich. Ja? Gehen wir zu MH17. Das ist dieses Flugzeug, was 2014 über dem Donbass, holländisch-malaiisches Flugzeug, über dem Donbass abgeschossen wurde, 298 Tote. Die russische Propaganda verbreitete, das Flugzeug sei abgestürzt, weil an Bord eine Sexparty stattgefunden habe und die Leichen wären alle nackt gewesen. Ich lasse das mal so stehen, das ist unwahrscheinlich. Zweitens, Journalisten arbeiten gründlich, das gehört zum Berufsethos. Die machen Fehler, die sind vielleicht auch handwerklich schlecht manchmal oder so. Niemand ist perfekt, manche sind sogar noch unperfekter. Aber sie haben mehrere Quellen, sie haben die Pflicht, gegen zu checken und das tun sie. Was Journalisten schreiben, geht nicht 1:1 über den Sender oder in die Zeitung oder in das Portal. Es gibt Redakteure, die das gegenlesen, die das wiederum gegenchecken. Also es gibt mehrere Cross-Checks im professionellen Journalismus. Deshalb fahren die Desinformationsinitiatoren die Kampagne gegen die Lügenpresse. Lügenpresse ist ein Synonym für professionell arbeitenden Journalismus. Es gibt erstens keine Gegenöffentlichkeit, es gibt keine alternativen Fakten. Wir leben nicht in einem postfaktischen Zeitalter. Wenn Sie aus dem Fenster gucken, sehen Sie, dass diese Welt real ist und sie ist so, wie sie ist. Es geht morgens die Sonne auf, sie geht morgens unter, Ebbe und Flut existieren und die Erde ist keine Scheibe. So, und dann kommen wir zu einem anderen Punkt. Die Wahrheit liegt ja immer irgendwie in der Mitte. Ja, das ist auch so, bleiben wir bei der Erde als Scheibe. Eine Kollegin hat mal gesagt, naja, wenn es da einen Kompromiss gibt zwischen Erde ist rund und Erde ist eine Scheibe, dann ist die Erde am Ende ein Ei. Und das ist sie auch nicht. Ja? So, also hingucken, nachdenken, gegenchecken, Quelle prüfen. Sind das Profis, sind das keine Profis? Die Informationsflut ist so groß, dass wir Profis Schwierigkeiten haben, gegenzuchecken. Das ist nichts für einfältige Typen. Müssen wir jeden Quatsch gegenchecken? Also die Geschichte mit dieser Sexparty zum Beispiel, das war ja bei MH17 das kann man eine von 17 oder 11 Lügen oder so. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von. Da geht natürlich die Wahrheit auch unter. Deswegen die Frage, muss man denn diese Informationsflut stets gegenchecken oder kann man nicht einfach den Hahn zudrehen und sagen, alles, was aus Russland kommt, ist gelogen, sage ich jetzt mal so ganz fies. Oder dann spart man sich viel Arbeit. Das ist sicher ein bequemer Weg. Ist nicht alles gelogen. Ja. Aber Propaganda besteht immer darin und Desinformation, dass immer irgendwie so eine Ecke Wahrheit drin ist. Sonst wird es unglaubwürdig. Also müssen wir darauf achten, wenn Sie so einen mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wenn Sie so einen Propagandaklops irgendwo sehen oder der Ihnen so auftaucht, dann ist da was drin. Also in Deutschland nimmt die Zahl der Obdachlosen zu, ist nicht falsch. Ja? Oder in Deutschland leben immer mehr Moslems. Ist vielleicht, weiß ich nicht jetzt demoskopisch, aber wird wahrscheinlich stimmen. Falsch ist aber, dass wir Deutschen in vorauseilender Pflicht
Erfüllung unseren Kindern in der Kita keine Bratwurst mehr servieren und kein Schweinefleisch mit Rücksicht auf unsere Moslems, die uns längst dominiert haben. Das ist falsch. Ganz klar, Propaganda. Und also ja, es ist immer irgendwo was richtig, aber der Rest ist aufgebauscht, erfunden, zugespitzt, geneigt, um das Vertrauen in den Diskurs zu stören. So, und dann kommen wir zu dem Punkt, den ich am Anfang sagte. Es geht darum, das Vertrauen in die Demokratie zu stören. Und Diskurs, Journalismus, Öffentlichkeit, kritische Öffentlichkeit. Journalisten sind ja nichts anderes als Stellvertreter der kritischen Öffentlichkeit. Weil es kann ja nicht jeder einen Bundeskanzler fragen, das machen halt dann 3 stellvertretend. Ja. Sind natürlich das, was sie am meisten hassen. Wahrheit, Rechtschaffenheit, Recherche, bei Wissenschaftlern genauso. Ja gut, also wir werden das natürlich jetzt alles nicht abschließend diskutieren können oder auch schon gar nicht lösen, die Probleme. Wir haben ja alle keine Lösung, weißt du? Haben wir ja nicht, aber was wir hier machen, als ich den Steve Bannon zitiert hatte, flood the zone with shit. Ich hatte mit Grit Friedrich und mit Peter Holzer auch ein Interview gehabt, dann kam das und dann sagte die Grit, flood the zone with facts. Und das ist ein super Spruch. Ja, aber da kannst du auch die FAZ kaufen. Jetzt leuchtet's. Okay. Jetzt sind wir wieder da. Wie kriegen wir da den Anschluss wieder? Weiß ich nicht, wo wir ausgestiegen sind. Ich sag nochmal, flood the zone with facts. Genau. Ja, und flood the zone with facts kannst du jeden Mal den Würfel, vielleicht, guck mal, sonst sieht jeder, dass der hohl ist unten. Flood the zone with facts heißt natürlich, ich meine, wenn Steve Bannon sagt, flood the zone with shit, ja, was ja klar für Desinformation steht. Also schütte die Leute mit einfach Scheiße, irgendwas bleibt hängen und sauber wird sowieso nicht mehr. Und du sagst dagegen flood the zone with facts. Du kannst in Deutschland, die Lage ist mit Facts geflutet. FAZ, Süddeutsche, super recherchierte Medien, Deutschlandradio, super recherchiert, Deutschlandfunk, ja, alle. Aber Thomas, warum kann dann der Shit gewinnen? Also was mir nicht in den Kopf geht, ist, dass ein Mensch, der in Deutschland sozialisiert ist, da hast du gelernt, dass Höflichkeit besser ist als Aggression, lernen wir doch. Und dennoch werden Journalisten im Fernsehen, die sachlich sind und die werden angegriffen und werden immer platt gemacht. Warum verfallen unsere Sitten heute so zusehends schnell? Das ist eine der Fragen, die ich nicht beantworten kann und die mich auch umtreiben, wirklich umtreiben. Und ich habe versucht, was dagegen zu setzen. Ich habe für mich beschlossen, je aggressiver die Lage hier wird und die Leute werden, desto freundlicher werde ich. Wir sind die Mehrheit. Wir reden nur noch nicht drüber. Wir sind die Mehrheit, wir sind freundlich, wir sollten freundlich bleiben. Wir sollten wenn wir mit Menschen zu tun haben, immer erst das Gute vermuten und dann das Böse. Und wir sollten wirklich uns daran erinnern, was für ein wunderschönes Land wir haben, in dem wir leben dürfen hier. Das haben... Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Weltbevölkerung nicht, aber ich glaube, wir sind wirklich in der Spitze der Top 5%. Ja? Richtig. Und wir sollten, das war sehr gut, dass du das gesagt hast, wir sollten uns einfach darauf besinnen und niemals, es sollte auf keinen Fall passieren, dass wir es erst dann verstehen, wenn es zu spät ist. Ja. Wir sollten das Gute bewahren, indem wir uns dessen bewusst werden, dass es uns wirklich so gut geht. Danke. Ja, wir müssen aufpassen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Fantastisch. Mein Name ist Christoph Müller. Ich mache Videos für die Ukraine und für die Demokratie und für den Frieden, für die Freiheit hier auf YouTube und hatte heute das große Vergnügen, mit Thomas Franke zu sprechen. Herzlichen Dank dafür. Wenn Ihnen der Kanal gefällt, geben Sie ein Like und lassen Sie ein Abo da. Das wäre ganz, ganz wichtig, dass dieser Kanal ein bisschen wächst. Ja. Würde ich mich sehr darüber freuen. Alles Gute. Retten Sie die Demokratie. Machen Sie mit. Amen. Dankeschön. Hat viel Spaß gemacht. Ehrlich? Mir auch.